Aber trotzdem brauchen sie dieses authentische Element, das Echte da drin. Ich dachte so, wow, da kommt jemand von außerhalb und setzt so viel Vertrauen in mich. Und ich war erstmal total aufgeregt. Man bricht einfach das eigene Denkpattern total auf, so wie die Deutschen sich gerne sehen möchten. Die meisten Künstler nur damit beschäftigt sind, irgendwelche Finanzierungen zu bekommen aus den öffentlichen Töpfen. Die Leute fallen darauf reihenweise rein, mit 1000 Spuren, die aber gar nicht benutzt werden. Also wirklich gar nicht. Die sind einfach nur da zur Show. Diese geistige Vision, das ist das, was ich so sehr schätze. Und seit ich das erlebt habe, möchte ich nichts anderes mehr. In einem Projekt zu arbeiten, wo es keine klare Regie gibt, die wirklich allumfassend ist, die alles mit einspannt, alle Bereiche, die das große Ganze wahrnimmt. Ich bin Maria Goya, bin Musikproduzentin, Komponistin und Sängerin. Ich unterrichte auch Gesang und das seit über 15 Jahren. Also Gesang unterrichte ich schon viel länger, aber als Musikproduzentin und Komponistin arbeite ich seit etwa 15 Jahren selbstständig. Also ich habe vor vielen Jahren erstmal vor allem als Sängerin gearbeitet mit anderen Menschen, mit anderen Künstlern in verschiedenen Projekten. Also zum Beispiel Studioprojekte oder Bühnenprojekte. Und es waren ganz unterschiedliche Konstellationen. Das waren kleinere, manchmal größere, also war eigentlich alles dabei. Und meine Grunderfahrung war, dass bei jedem Projekt ein klarer Fokus gefehlt hat. Also es gab von meinem Empfinden her nicht diese klare Vision, die dahinter stand, dass sich alle darauf ausrichten gleichermaßen. Und dadurch ist oft so ein gewisses Chaos entstanden und auch eine Unstimmigkeit innerhalb der Projekte zwischen den Künstlern, die daran gearbeitet haben, weil es gab sehr viele unterschiedliche Interessen, die mit eingebracht wurden, Gezerre und Gepusche von verschiedenen Seiten. Und es hat es schwer gemacht, sich auf eine Sache, auf die Essenz auszurichten. Also ich hatte natürlich auch schöne Erfahrungen beim Performen zum Beispiel, auf der Bühne, dann in der Musik total aufzugehen oder im Studio in den Aufnahmesituationen, das habe ich total geliebt. Also es waren wunderbare Momente, wenn das Zusammenspiel dann in so einen Fluss kam mit den Musikern. Aber was ich meinte, ist eher so das Ganze drumherum. Das hat die ganze Gruppendynamik beeinflusst. Also viele Künstler, mich eingeschlossen, haben sich dann sehr eingeschränkt, sehr unfrei gefühlt, blockiert. Die Kommunikation stimmte nicht. Es gab viel irgendwie über 3 Ecken und so weiter. Ich will es gar nicht so negativ sein, aber das ist eine der Grunderfahrungen, also im Teamwork. Ich würde jetzt mal sagen, Mangel an Kommunikation und Mangel an guter Leitung, an guter Regie mit einer klaren Vision. Und das andere ist so im Studiokontext, gerade jetzt bei Musikproduktionen, da kamen dann noch so Dinge dazu wie Zuverlässigkeit, also Grundvoraussetzungen, die die Zusammenarbeit und das Projekt möglich machen. Wenn ich als Künstlerin eine Vision habe und ich hatte ziemlich klare Visionen, was meine Musik angeht und ich gehe ins Studio und ich arbeite mit anderen Menschen zusammen dort, Musikern oder Sound Engineers und so, dass meine Vision nicht angenommen wird oder auch wenn ich das Projekt finanziere. Also obwohl ich diejenige bin, die es produziert und finanziert und es eigentlich um meine Vision geht, dass die entweder abgelehnt wurde oder nicht verstanden. Also es hat ja auch zu tun mit Zuhören. Also hören einem Menschen zu, lassen sie sich wirklich drauf ein, auf das Ganze und oder wollen sie eigentlich nur schnell ihr Ding abziehen und bezahlt werden und dann wieder nach Hause gehen, aber haben gar nicht im Sinn, dass dieses Projekt zu viel mehr führen kann als diese eine Studioaufnahme, die jetzt mit so und so viel 100 € bezahlt wird. Was mir gefehlt hat, ist die Begeisterung und der Einsatz für das große Ganze. Ganz im Unterschied dazu, als ich dann dich getroffen habe, und es war ja so 2011,
Und du hast damals an Theaterstück gearbeitet, was du selbst geschrieben hast und selbst Regie geführt hast dafür. Und das sollte auch in Israel aufgeführt werden. Und dann hast du mich gefragt, ob ich die Musik dafür komponieren möchte. Und ich war natürlich Feuer und Flamme und ich war auch überrascht erstmal, weil ich hatte bis dato an so einem großen Projekt in der Form noch nicht gearbeitet. Also jetzt als Komponistin. Ich hatte Musik produziert, aber das war für mich auch neu und ich dachte so, wow, da kommt jemand von außerhalb und setzt so viel Vertrauen in mich. Und ich war erstmal total aufgeregt darüber. Aber ich habe natürlich ja gesagt, so, weil ich auch immer über mich hinauswachsen möchte und weil diese Ehrlichkeit, diese Anerkennung und Wertschätzung, die hat mich einfach völlig geflasht. Ich habe sowas noch nicht erlebt. Und dann habe ich die Musik komponiert, bin auch dann nach Tel Aviv gekommen, habe dort mit den Musikern gearbeitet, habe die Musiker im Studio angeleitet und da hatte ich ja überhaupt noch mal den positiven Schock schlechthin, weil es war so mühelos, die Arbeit dort in Tel Aviv im Studio. Die Leute waren so nett, so offen, haben mich so ernst genommen, so herzlich aufgenommen. Und ich war auch schockiert mit den Musikern. Ich hatte ja den Musiker noch nie vorher getroffen. Ich hatte so ein bisschen Austausch über E-Mail und habe dann die Noten geschickt und ein paar Hörbeispiele und so weiter. Dann kamen die Musiker dahin und haben das Ganze pam, 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 pam einfach so drauf los gespielt und ich war völlig baff. Ich dachte so, boah, aber nicht nur das. Sie haben auch noch so viel Eigenes hinzugefügt, so viel Geist mit reingebracht und Leidenschaft. Also Dinge, die ich gar nicht erwartet habe. Und ich war es auch gar nicht gewohnt, sowas. Und es lief einfach so, also überraschend easy für mich. Und ich war total positiv aufgeladen von dieser Erfahrung. Und dann auch mit dir in der Regie. Du warst ja auch vor Ort dort und hast auch mit organisiert. Und dann, als ich dann nach Berlin kam wieder, hatte ich noch mal ein Erlebnis, im Studio zu arbeiten, weil natürlich die ganzen Ressourcen hier sind, die ganzen Netzwerke, die sind alle hier in Berlin. Und dann habe ich dem Ganzen nochmal mit diesem aufgeladen von diesem positiven Erlebnis, habe ich dann nochmal eine Chance gegeben der Berliner Szene und hatte leider dann auch nochmal so einen Dämpfer. Also eigentlich das, was ich schon kannte. Es war halt wieder so, ja, die Leute waren nicht wirklich motiviert und die Begeisterung für das Ganze fehlte und technische Schwierigkeiten und viel, ja, was ich eigentlich schon erwähnt habe, meine Vision wurde nicht wirklich verstanden und nicht ernst genommen. Und also hätte ich dieses Erlebnis in Tel Aviv nicht gehabt, dann hätte ich das wieder nur auf mich bezogen. Also ich hätte gedacht, das liegt alles an mir. Ich muss anders kommunizieren, ich bringe das nicht richtig rüber, irgendwie, vielleicht vielleicht ist da irgendein Kommunikationsproblem oder so. Aber an Tel Aviv, es war ja sogar eine andere Sprache, war nicht meine Muttersprache. An Tel Aviv habe ich gemerkt, ist nicht das, weil es hat wunderbar funktioniert, auch mit der Kommunikation. Irgendwas anderes klemmt da. So würde ich mal sagen. Dieses weitere Erlebnis hat dann auch dazu geführt, also ich weiß auch, wie du gesagt hast, dann zu mir, aber du kannst doch eigentlich auch produzieren. Du hast es doch gelernt, du hast doch, und du spielst Instrumente und so weiter. Warum machst du das nicht eigentlich selbst? Und da habe ich gedacht, ja. Also ich brauche ein paar Ressourcen. Jetzt nicht krasse Gadgets und krasse Tools, aber ich brauche erstmal etwas zum Starten. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe die Herausforderung angenommen und ich habe mir dann über die Jahre Stück für Stück immer mehr erarbeitet.
an Fähigkeiten auch und immer mehr Erfahrung gesammelt und dann auch die Tools, die es eben braucht dafür, wobei die immer zweitrangig sind. Das Wichtigste ist ja hier im Geiste und in den Händen und hier. Also ja, und so über die Jahre hat sich das Ganze dann immer mehr manifestiert und dann kamen mehr und mehr Projekte. Wir haben ja auch ganz viele kleine Filme zusammen gemacht, also Kurzfilme und dann immer mehr Musikvideos und über die Jahre ist da ja einiges zusammengekommen. Und für mich war eben auch klar, ab diesem Schlüsselerlebnis im Kontrast zu dem, was ich vorher erlebt habe und wie dann die Zusammenarbeit mit dir war, dass ich das nicht mehr missen möchte. Wir arbeiten natürlich auch mit anderen Musikern und mit anderen Studios und mit anderen Künstlern zusammen, je nach Projekt. Wenn es jetzt ein größeres Projekt ist, dann brauchen wir natürlich auch ein größeres Team. Aber was eben so entscheidend ist, wer hat die Vision in der Hand und wer leitet das Ganze an? Und das macht einen riesen Unterschied. Wenn du jemanden hast, der weiß, was er tut, jemand, der eine klare Vision hat, und das ist eben in der Arbeit mit dir, das ist, was sich immer und immer und immer wieder bewiesen hat, dass deine künstlerische Vision so klar ist und dass du sie auch so präzise kommunizierst und dann auch umsetzt in all den Aufgabenbereichen, dass es immer und immer wieder funktioniert und dass es immer und immer wieder zu einem Resultat kommt, was mich jedes Mal eigentlich überrascht wieder über das hinausgeht, was ich erwartet habe. Und alles andere, ja, andere Künstler, größere Studios, bessere Tools, bessere Sets, was auch immer, größere Locations, das kann man alles immer mit dazu holen. Das ist je nach Budget, das ist natürlich nicht die Essenz. Aber diese geistige Vision, das ist das, was ich so sehr schätze. Und seit ich das erlebt habe, möchte ich nichts anderes mehr. Also in einem Projekt zu arbeiten, wo es keine klare Regie gibt, die wirklich allumfassend ist, die alles mit einspannt, alle Bereiche, die das große Ganze wahrnimmt. Das ist unglaublich mühsam und es führt auch nicht wirklich zu etwas hin. Also das Endprodukt leidet ja dann auch darunter. Du hast dann unterschiedliche Interessen, die da dran zerren. Dann zum Beispiel Redakteure, die dann noch irgendwelche Vorgaben machen oder es gibt dann irgendwelche Sponsoren, die irgendwas rein da drin haben wollen oder irgendwelche Darsteller, die mit da in diesem Projekt mitarbeiten sollen, weil XY ist irgendwie verwandt mit, also ja, da gibt es ja alle möglichen Geschichten. Also in solchen Konstellationen kann ich mich künstlerisch auch nicht entfalten. Jetzt zum Beispiel das neue Projekt, die Serie, an der wir arbeiten. Da habe ich eben auch gemerkt, wieder einmal durch die klare Vision und die sehr präzise und auf die Essenz ausgerichtete Regie kann ich mich künstlerisch total fallen lassen in dem Ganzen. Und ich kann voll auf die Vision vertrauen. Und ich identifiziere mich ja auch damit. Ich verstehe sie und sie rührt was an in mir und inspiriert mich dann auch beim Kompositionsprozess. Und ich kann mich dann in jedem Schritt, in jedem Prozess der Produktion darauf ausrichten. Es ist ein bisschen wie ein Leuchtturm, der da steht und der leuchtet die ganze Zeit. Ich weiß immer, der ist da, okay, ich kann immer, wenn ich irgendwie gerade Orientierung verliere oder nicht so genau weiß, worum ging es nochmal, okay, darum geht's. Das ist die Essenz. Und ich merke, dass sich das auch aufs ganze Team auswirkt. Als wir dann in Süddeutschland gedreht haben, war die Arbeit am Set einfach unglaublich harmonisch und es lief alles sehr reibungslos.
Also überraschenderweise, obwohl du auch so viele verschiedene Aufgabenbereiche mit abgedeckt hast. Also da war ich auch echt beeindruckt. Die Vorbereitung natürlich, das macht sehr viel aus. Aber dann am Set gleichzeitig zu filmen, dann noch die Regieanweisungen für die Performance zu geben, die Chronologie der Szenen nicht aus dem Auge zu verlieren, zu wissen, wo wir sind und dann auch noch Kontinuität und welche Objekte stehen wo im Frame und dann der Sound noch. Also da kommt ja total viel Eier und das Licht. Also es kommt sehr, sehr, sehr viel zusammen. Und ich war schon ziemlich baff, wie du das alles unter Kontrolle behalten hast, ohne zu kontrollieren. Also ohne irgendwie jeden einzelnen Bereich zu kontrollieren und so entspannt. Du hast so viel Raum gelassen für auch spontane Ideen und für Impulse, für damit auch was entstehen kann aus dem Moment heraus, was Besonderes entstehen kann. Also es hatte überhaupt nichts Rigides. Und eigentlich könnte man es ja verstehen. Also wenn jemand so viele Aufgaben erfüllt, so viele Funktionen innehat, dass das auch so eine gewisse Spannung erzeugt. Aber es war nicht so. Es war so, ja, ich kann es eigentlich nur so beschreiben. Es gab ganz, ganz viel Raum für ganz viel künstlerischen Ausdruck. Und ich habe ja am Set zum Beispiel den Sound dann übernommen mit dem Boom und dann auch so natürlich darauf geachtet, auf die Gesamtrepräsentation, dass die ganzen Detail, die Geräusche und das alles mit dabei ist, dass wir alles haben. Und auch selbst da hattest du immer noch alles mit im Blick. Hast dann auch immer Anweisungen gegeben, genau an der Stelle, wo es nötig ist. Nie zu viel, nie zu wenig. Immer ausgerichtet auf das Wesentliche. Und das übrigens, das ist auch was mir, also schon von Anfang an, das war ja schon bei der Produktion und der Komposition fürs Theaterstück so, da ist mir das zum ersten Mal richtig aufgefallen, wo ich dachte, es ist echt besonders, dass die Anweisungen oder die Richtungen, die du mit angestoßen hast für die Musik, auch immer so essentiell auf die Gesamtvision ausgerichtet sind. Und ich habe zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass du irgendwie eingreifst in den Kompositionsprozess. Das heißt, ich kann wirklich aus mir heraus schöpfen, aus der Inspiration, aus dem, was wichtig ist, natürlich mit Blick auf die Geschichte, auf die einzelnen Szenen. Was ich damit sagen will, ist, dass die Anweisungen einfach immer genau da sind, wo sie hingehören und nie in den Fluss, in diesen kreativen Fluss eingreifen und den irgendwie stoppen oder blockieren. Oder ich sage das deshalb, weil ich kenne das auch ganz anders von Projekten, auch in Berlin. Und ich habe auch mit anderen Komponisten mich unterhalten, die viel in der TV-Szene arbeiten, also im Öffentlichen. Und da ist es so, dass Regisseure in der Regel in der Postproduktion mit Musik arbeiten, die es schon gibt. Also die nehmen sich irgendwelche Musik von irgendwoher, Filmmusik oder irgendwelche Songs, vielleicht auch irgendwelche Lieblingssongs, die sie mögen. Und dann arbeitet das ganze Postproduktionsteam dann mit dieser Musik und dann wird auch darauf geschnitten. Und dann am Ende, wenn das Ganze fertig ist, bekommt der Komponist das Material und dann sagt der Regisseur, ja, ich würde jetzt gerne für die und die Szenen, dass du Musik machst, die so ähnlich ist wie das, was wir benutzt haben für die Postproduktion und für den Schneideprozess. Und ja, ich habe gehört von Komponisten, dass es ziemlich undankbar ist, für die auch ein bisschen frustrierend, weil sie können nichts Eigenes mit einbringen. Und dann entsteht natürlich auch nicht wirklich was Neues. Entsteht dann halt wieder eine Kopie von etwas, was so ähnlich ist. Und natürlich so weit, dass es die Copyrights nicht verletzt, aber
es ist halt, ja, da sind ja auch viele drauf spezialisiert. Und ich meine, das kann man machen, klar, kann man mal machen, aber was ich so schön finde an dem Projekt jetzt auch wieder, dass ich all diese Vorgaben nicht habe. Ich kann wirklich was Eigenes und was Neues mit einbringen. Und ich kann wirklich aus dem schöpfen, was ich wahrnehme von der Geschichte, von den Szenen, von dem, was du mir alles erzählst über die Charaktere, über den Hintergrund, über die dramaturgische Entwicklung. Und ich schöpfe einfach aus dem heraus und dann kann ich mir überlegen, welche Instrumente passen, welche Themen, welche stilistischen Mittel verwende ich, welche Texturen, was passt zu der Geschichte und zu dem Charakter am besten und nicht irgendwas, was es schon gibt. Und so ist es eigentlich auch in den großen Produktionen in Hollywood zum Beispiel. Ich meine, zum größten Teil immer noch, aber es ist nicht überall so, von dem, was ich gehört habe, dass Komponisten auch eigentlich ihre eigene Handschrift haben und was Besonderes mitbringen und sie genau deshalb ins Projekt geholt werden, aufgrund ihrer eigenen besonderen Handschrift und ihrer Art, sich musikalisch auszudrücken, weil sie dann eben auch ein besonderes Timbre, eine besondere Stimmung kreieren in dem Ganzen und durch dieses Zusammenwirken der verschiedenen Welten wieder was Neues entsteht. Das ist ja auch das Besondere. Warum sollte man sonst mit unterschiedlichen Menschen zusammenarbeiten? Es ist ja auch das, was das Projekt jetzt, die Serie ausmacht, dass verschiedene Welten zusammenkommen und verschiedene Perspektiven, verschiedene Fähigkeiten und die lassen dann was Neues entstehen. Ein bisschen so wie Farben, die sich übereinander lagern und dann entsteht eine neue Farbe und das ist ein magischer Prozess. Also ich finde es immer so aufregend, wenn ich dann sehe zum Beispiel, wie die Musik mit den Szenen zusammenschmilzt und dann entsteht was total Neues. Das ist ja alles eins. Also Musik, die Geschichte, die Szenen, es wird dann alles eins, aber das eine schöpft sich ja aus dem anderen. Sind ja keine separaten Elemente. Und das finde ich so toll, also dieses verschiedene Welten mit einzubringen. Das ist ja was mich auch über mein ganzes Leben hin so begeistert hat. Mich mit unterschiedlichen Welten, mit unterschiedlichen Perspektiven zu beschäftigen, auch musikalisch gesehen. Also ich habe zum Beispiel auch Musikethnologie studiert und dann habe ich mich intensiv mit Musik aus Nordindien befasst. Ich habe dann sogar Djupad-Gesang gelernt und Tabla, Trommeln. Und dann habe ich mich mit westafrikanischer Musik intensiv auseinandergesetzt. Ich habe Djembe gelernt und westafrikanischen Tanz und habe die Musik analysiert. Und das sind ja jedes Mal komplett neue Universen, komplett neue Welten und man bricht einfach das eigene Denkpattern total auf und öffnet sich für was total Neues. Und das ist einfach etwas, was mich immer begeistert hat, verschiedene Welten kennenzulernen und sie dann mit einzubringen und dann aus allem irgendwie was zu holen und das zusammenschmelzen zu lassen. Und das habe ich jetzt auch in der Musik für die Serie wieder so umgesetzt, dass zum Beispiel die Oud als Instrument in den Fokus gestellt habe und Percussion-Elemente, Percussion-Instrumente aus dem Mittleren Osten und die verbinde ich dann mit Funk-Elementen, also eher westlichen und das Orchestrale und auch diese eher mysteriösen, cinematischen Klänge, die ja sowas fast Losgelöstes haben, die kann man manchmal nicht unbedingt zuordnen zu irgendeiner Klangwelt, aber die basieren schon mehr auf der westlichen, harmonischen, klassischen Lehre. Und das kommt dann zusammen und dann entsteht was Neues. Und das ist das, was mich auch motiviert in der Musik. Also ich möchte nicht so gerne irgendwelche Klischees rekreieren oder irgendwie
ja, dann mich auf einen Stil festlegen müssen. Wenn das jetzt verlangt wird und das unterstützt das Projekt, klar, natürlich kann ich das auch machen. Aber es ist schön, immer was entstehen zu lassen, was es vorher nicht gab, so in der Form. Und das macht ja auch deine Projekte sowieso aus. Also auch wenn wir Musikvideos zusammen produzieren, dass du immer was komplett Neues mit reinbringst. Immer eine neue Idee, neues Konzept. Und ich bin jedes Mal dann auch wieder überrascht, was kommt da. Also es kommt dann was zusammen wieder von meiner Welt mit deiner Welt und dann verschmilzt das und ja, das gefällt mir einfach ganz besonders. Und was ich erlebt habe in Projekten, dass es mehr um Konzept ging. Zum Beispiel, das Konzept ist jetzt Jazz in dem und dem Projekt. Also muss alles irgendwie so in dieses Jazz-Konzept, die Idee davon, die intellektuelle Idee davon, und es muss jetzt alles da reingezwängt werden, so in der Form. Und dann wird man irgendwie ganz steif dabei. Zum Beispiel, wenn man jetzt von Jazz spricht, ist ja Jazz ursprünglich auch aus dieser Offenheit entstanden. Aus der Neugier für ganz viel Neues, ganz viel anderes und so viele unterschiedliche Menschen, die zusammengekommen sind und dieses Genre geschaffen haben eigentlich eher aus Notsituationen heraus, auch was aus dieser Welt heraus zu erzählen, Statement zu setzen. Und wenn das verloren geht, ist es ja eigentlich, also warum macht man dann überhaupt Kunst? Frage ich mich in solchen Momenten. Also wenn man jetzt nur irgendein intellektuelles Ego-Klischee bedienen will, weil man irgendwie besonders cool und komplex als Musiker wahrgenommen werden will, aber es geht eigentlich gar nicht mehr um irgendeine Botschaft, irgendwas damit auszudrücken, auch emotional und vielleicht auch auf Dinge hinzuweisen, die nicht gut laufen in der Gesellschaft. Also ja, und im Grunde, was wir machen, ist, dass wir die Geschichten erzählen. Ich sage jetzt wir, also ich erzähle die Geschichte über die Musik, aber wenn ich jetzt alle einbeziehe als Team, dass wir die Geschichte erzählen, die nicht erzählt wird. Ich weiß nur von uns, wenn wir Filme uns angucken manchmal oder Serien, dass wir die oft abbrechen, weil irgendwelche Klischees auftauchen oder Konzepte, wo man sieht sofort, dass das nicht mit einer authentischen, ursprünglichen künstlerischen Idee zu tun hatte. Vielleicht hat der Drehbuchautor auch was anderes im Sinn gehabt, aber irgendwie wird da was reingefärcht, was nicht echt ist. Zum Beispiel so Polizeiserien oder so oder die Arztserien oder was es halt so typischerweise gibt im deutschen Fernsehen. Die sind ja total weit weg von der Realität, von dem, was wir so im Alltag wirklich erleben und beobachten. Weil inzwischen, also ich frage mich sowieso, wer guckt noch deutsche Serien. Also abgesehen davon, dass man natürlich die GEZ-Gebühr bezahlt und und es läuft halt im Fernsehen. Leute schalten ein und dann gucken sie halt, was da ist. Aber ich glaube, die meisten interessieren sich mehr für Filmproduktionen außerhalb von Deutschland. Aus gutem Grund. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, eben genau das, was uns fehlt, in einer aktuellen Filmwelt, das zu kreieren, das einfach selber zu machen, das zu erzählen, was im wirklichen Leben passiert. Genau das wollen wir wieder beleben. Es ist vielleicht auch was es schon mal gab. Hollywood in einer Zeit, wo wirklich jede Produktion einen irgendwie erreicht hat, emotional berührt hat und was mit einem gemacht hat, also so fast transformative Wirkung hatte. Und davon ist ganz viel verloren gegangen durch die ganze Einmischung von außen über die Jahre. Und wir wollen schon gerne einfach was von dieser Essenz wieder hervorholen. Das, was Menschen wirklich bewegt. Dass sich Menschen damit identifizieren können, dass sie berührt sind, wenn sie das sehen, dass sie sagen,
das ist ja so wie ich oder so wie mein Nachbar oder ja, ach, ich kenne so eine Situation auch, ja. Ach krass, so was Ähnliches habe ich auch erlebt oder ja, so fühle ich mich auch manchmal. Also einfach authentisch. Und das hoffe ich natürlich, dass es uns auch so gelingt, das rüberzubringen. Aber ich finde, dass es wirklich Zeit ist, gerade in Deutschland, in der Filmindustrie, solche Filme wiederzubringen. Ich vermisse das total, weil ich gucke eigentlich keine deutschen Filme oder Serien mehr, schon seit langer Zeit. Und manchmal gebe ich dem eine Chance und dann schaue ich und es gibt dann hin und wieder Sachen, die ich irgendwie ganz schön finde, aber dann kommt wieder irgendwas total Konstruiertes und Klischeemäßiges mit rein und dann stört mich das halt. Dann denke ich so, aber so sind die Deutschen eigentlich gar nicht. Das ist irgendeine Fantasiewelt. Das kommt mir dann manchmal vor wie Bollywood, aber das deutsche Bollywood halt in der deutschen Art und Weise. So wie die Deutschen sich gerne sehen möchten. Irgendwie der coole Polizist, der irgendwie jeden Fall löst und immer total sympathisch ist und mitfühlend und super intelligent und voll der Übermensch und ein Arzt, der gleichzeitig noch Psychologe ist, aber so richtig Wirkung hat auf seine Patienten, so richtig, ja, ich weiß nicht, wenn man in Deutschland zum Arzt geht, dann ist es so, ja, also ich weiß nicht, vielleicht haben Sie, also nehmen Sie mal dieses Medikament hier, zack. So, also man weiß eigentlich genauso viel, wie man vorher weiß. Ich habe es noch nie erlebt, dass ein Arzt sich hinsetzt und sich Zeit nimmt für deine psychologischen Probleme oder deine emotionale Welt und sich dann ist so witzig manchmal. Man sieht es dann in den Serien. Dann besucht der Arzt sogar noch die Leute bei sich zu Hause und hat noch Gespräche und sitzt da und trinkt Kaffee und so. Ja, es ist halt einfach eine Fantasiewelt, die da projiziert wird. Also so ein deutsches Bollywood, das gibt es eigentlich gar nicht. Man kann natürlich Fantasiewelten kreieren. Also finde ich auch toll. Ich kreiere selber auch gerne Fantasiewelten in der Musik. Aber trotzdem brauchen sie dieses authentische Element, das Echte da drin. Es braucht irgendwas, wo man sich als Mensch abgeholt fühlt, wo man sich mit identifizieren kann. Also was die Kunstszene in Berlin angeht oder auch in Deutschland allgemein, das größte Problem, was ich sehe, ist, dass sie finanziert wird durch öffentliche Gelder. Also es fängt schon bei der Ausbildung an, dass viele Ausbildungsstätten oder fast alle eigentlich irgendwie subventioniert sind oder voll finanziert werden durch öffentliche Gelder. Leute können unterrichten, ohne dass sie Erfahrungen haben, also praktische Erfahrungen in dem Bereich, den sie unterrichten. Das heißt, als Künstler, sie unterrichten Künstler, aber sind selber nie als Künstler im Feld unterwegs gewesen, also nicht auf der Bühne, haben keine Erfahrungen an Filmsets zum Beispiel zu arbeiten. Also lernen über irgendwelche Workshops, haben Begeisterung für diesen Bereich und unterrichten dann. Und geben dann natürlich auch nur diese Konzepte weiter und nicht die echte Erfahrung als Künstler in dem Bereich und in der Industrie zu bestehen, in unterschiedlichsten Projekten zu arbeiten, unterschiedliche Situationen zu meistern und überhaupt als Künstler zu wachsen durch Herausforderungen auf der Bühne, als Performer, als Schauspieler am Set, als Musikproduzent, der mit unterschiedlichsten Musikern gearbeitet hat, aber nicht nur mit Musikern gearbeitet hat, sondern selber als Musiker Aufnahmen gemacht hat oder auf der Bühne gespielt hat über viele, viele Jahre hinweg. Da gibt es oft einen starken Fokus auf die technischen Fähigkeiten, auf die Gadgets, auf die Tools. Wenn jemand Geld angesammelt hat über die Jahre oder über das Jobcenter oder was auch immer, mietet sich dann ein riesiges Studio an und jeder Musiker, der reinkommt, ist natürlich erstmal beeindruckt. Denkt so, krasses Studio, krasse Technik. Boah, der muss aber echt was drauf haben, der Musikproduzent. Aber keiner weiß, dass das Studio eigentlich finanziert ist durch das Erbe der Mutter oder irgendwelche Raten bei der Bank. Also
Nicht, weil er jahrelang als Musiker gearbeitet hat und als Musikproduzent und jetzt endlich das Geld zusammen hat, um sich ein Musikstudio zu finanzieren, weil so und so viele Klienten kommen, sondern genau andersrum. Erstmal ist das Studio da, aber noch keine Arbeitserfahrung. Leute fallen darauf reihenweise rein. Sie sehen diese beeindruckenden Räume, die beeindruckende Technik und sie denken, ja, der hat es geschafft. Er muss wissen, was er tut. Und die Erfahrung habe ich halt selber auch gemacht oft. Witzigerweise habe ich dann natürlich dadurch, dass ich das weiß und sehe, was es braucht, habe ich dann oft auch gesehen, dass ein Großteil dieser Technik gar nicht benutzt wurde. Das heißt, da sind dann beeindruckende Mischpulte mit 1000 Spuren, die aber gar nicht benutzt werden. Also wirklich gar nicht. Die sind einfach nur da zur Show. Weil heutzutage ist es sowieso kaum noch der Fall, dass man so riesige Mischpulte einsetzt, oft über digitale. Das ist immer seltener geworden. Also ist auch witzig. Aber das wissen natürlich viele Sänger überhaupt nicht, die da einfach hinkommen und ihre Aufnahmen machen. Das ist jetzt ein Beispiel für die Musikproduktionsszene, aber das habe ich halt in der gesamten Berliner Kunstszene beobachtet. Und es zieht sich halt durch alle Bereiche hindurch. Und dadurch, dass alles öffentlich finanziert wird oder größtenteils öffentlich finanziert wird, dadurch, dass die meisten Künstler nur damit beschäftigt sind, irgendwelche Anträge zu schreiben für Funds, also Bundeskulturfonds und so weiter, also irgendwelche Finanzierungen zu bekommen aus den öffentlichen Töpfen, auch für Popmusik. Also das ist ja inzwischen auch im Bereich Popmusik, Musik, Videoproduktion und so. Und das hat eben dazu geführt, dass Kompetenz, echte Fähigkeiten überhaupt nicht wichtig sind. Es geht nur darum, wie greifst du diese Gelder ab und dann kannst du dir halt ein Team zusammentrommeln, wenn du diese Gelder hast und kannst dann was produzieren, was irgendwie visuell beeindruckend ist, weil ein paar Drohnen oder irgendwie beeindruckende Kameratechnik kann man immer an so ein Set bringen. Aber was halt fehlt, ist der Geist, die Botschaft, die Geschichte. Also alles Essentielles, was eigentlich ein Kunstprojekt ausmacht, was eigentlich Kunst überhaupt, Kunst schlechthin ausmacht, fehlt. Und es fällt aber komischerweise den meisten nicht auf. Das finde ich auch überraschend, weil sich alle vom Design und von diesen beeindruckenden visuellen Mitteln ablenken lassen. Und denken, boah, das sieht echt krass aus, boah, was für ein Effekt und puh. Aber wenn du dir halt so ein Musikvideo anguckst, ich habe mir viele Musikvideos angeguckt, die von öffentlichen Geldern finanziert wurden. Es waren eigentlich immer nur Eintagsfliegen, was ich damit sagen will. Es ist diese Projekte, ein Musikvideo und danach ist das ganze Projekt auseinandergefallen. Das habe ich ganz oft beobachtet. Also was ich mir für die Berliner Kunstszene wünschen würde, ist, dass es eine viel, viel klarere Unterscheidung gibt zwischen dem professionellen Bereich und dem Hobbybereich. Und der Hobbybereich ist so reichhaltig, es gibt so viel und es ist wunderbar und Menschen können sich da entfalten und Spaß haben und haben ja einfach auch ein reichhaltiges Angebot, was total toll ist in Berlin. Aber mein Wunsch bezieht sich jetzt auf den professionellen Bereich. Und im professionellen Bereich ist es eben so, dass sich auch deutsche Hobbyisten, Künstler, so darstellen, als wären sie Profis. Und das ist zu einem Riesenproblem geworden. Durch diese Selbstdarstellung und durch die Verwischung zwischen Professionalität und Hobby kann niemand glauben, dass diese Services wirklich von Hobbyisten angeboten werden oder von Künstlern, die keine Ausbildung haben oder Künstler, die keine Erfahrung haben in dem Bereich, die sich das alles über irgendwelche Workshops angeeignet haben und halt so ein bisschen Wissen zusammengeklaubt aus verschiedenen Bereichen und das dann verkaufen. Und darauf fallen leider viele rein. Und die echten Profis fallen dann daneben herunter, weil Menschen, die wirklich daran gearbeitet haben und sich das erarbeitet haben, sind oftmals auch nicht diejenigen, die Zugriff auf Gelder haben oder irgendwelche fancy Studios, sondern Menschen, die wirklich mit ihrem Geist und Schweiß daran arbeiten und sich das mühsam aufbauen. Und das sieht dann halt von außen erstmal so aus, als wären Leute, die all diese Ressourcen haben, viel, viel professioneller.
Und Leute, die diese Services einkaufen, geben dann komplett auf. Also ich kenne viele Künstler, die komplett aufgegeben haben deswegen, weil es einfach keine Ergebnisse gab. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass der Fokus auf echte Kompetenz gelegt wird, dass es Referenzen gibt, damit für Künstler, die oder Menschen überhaupt, die solche Services in Anspruch nehmen, ganz klar erkennbar macht, wer ist Profi, wer hat wirklich Leistungen erbracht in seinem Leben als Künstler, wer hat wirklich Erfahrung. Dass Deutsche auch darauf achten, wenn sie Services in Anspruch nehmen, dass sie sich wirklich angucken im Detail, was hat dieser Mensch schon alles für Erfahrungen hinter sich, was hat er gemacht als Künstler und nicht nur Erfahrungen als Coach. Du kannst erst dann unterrichten oder coachen, wenn du selbst als Künstler sehr viel geleistet hast, wenn du viele Erfahrungen gemacht hast in dem Bereich, in unterschiedlichsten Konstellationen und die Herausforderungen angenommen hast, wenn du gewachsen bist an dem Ganzen. Wie willst du das sonst weitergeben an jemanden? Und das ist auch so eine Illusion, die sich aufgebaut hat. Ich habe das oft gehört, dass man sagt, es gibt halt Leute, die sind geboren fürs Unterrichten und Leute, die sind geboren fürs Künstlersein. Und dann gibt es Leute, die coachen oder unterrichten, aber noch nie selber als Künstler aktiv waren. Das ist eigentlich totaler Widerspruch, ist paradox. Also ich würde mir wünschen, dass wir Profis als Profis wahrnehmen und Hobbyisten als Hobbyisten, dass diese beiden Bereiche eine klare Trennung erleben und dass Menschen eine Orientierung haben zwischen beiden, dass sie wirklich wissen, in welchem Bereich befinden sie sich gerade, wo bewegen sie sich gerade und geht es mehr um Spaß und Selbsterfahrung, ums Lernen und so weiter oder geht es wirklich um eine professionelle Ausbildung oder einen professionellen Service, und damit es ganz, ganz klar wird. Und an dieser Stelle möchte ich euch auch ganz herzlich dazu einladen, das aktuelle Projekt anzuschauen. Wir haben schon ein bisschen was hochgeladen auf den verschiedenen Kanälen. Und überhaupt könnt ihr euch mal anschauen, was wir für Projekte gemacht haben bisher. Musikvideos. Es ist wirklich überall was anderes. Instagram, YouTube, Twitter und auf der Webseite natürlich. Da findet ihr auch einiges. Also könnt ihr auch gerne folgen und bleibt dran. Wir werden immer wieder was Neues kreieren.